Seid gegrüßt, Abenteurer. Feuerbuilds in Elden Ring sind verdammt mächtig. In den alten Souls-Games hat mir immer so ein bisschen der Wumms gefehlt bei den Pyro-Builds, aber in Elden Ring, oh boy, absolut spaßig. Heute schauen wir uns an, wie wir einen reinen Pyromancer bauen und wie er funktioniert. Attribute. Um den besten Feuerschaden zu bekommen, bauen wir einen Hybrid mit 50 Stärke und 50 Glauben, denn diese Attribute skalieren am besten mit unseren Fähigkeiten und Waffen. Kraft setzen wir auf 55, da wir mit diesem Bild sowohl Kondition als auch Geist brauchen und deswegen diesmal nicht ganz auf 60 hoch können. Geist auf 20, denn unsere Anrufungen kosten viele Fokuspunkte und wir wollen nicht mitten im Gefecht leer laufen. Kondition auf 25, damit wir schwerere Rüstungen tragen können, um 67 Gleichgewicht zu erreichen. Außerdem bekommen wir davon einen guten Ausdauerpool, der mit den Anrufungen und den Waffen unseres Builds wirklich essentiell ist, denn unsere Anrufungen sind meist sehr teuer, was Fokuskosten und Ausdauerkosten angeht. Stärke auf 50, denn wir wollen richtig reinhauen und die Feuersachen in Elden Ring skalieren am besten mit Glaube und Stärke. Geschick brauchen wir nur auf 12. Weisheit brauchen wir keine für unser Bild. Glaube auf 50, dies wird ausreichen, um uns zu einem effektiven Flammenwerfer zu machen und Glaube skaliert mit allen Waffen und Fähigkeiten, die wir nutzen. Arkanenergie bekommt keine Punkte. Ich werde definitiv noch ein Glaube Arkanenergie Feuer Blutbild machen, aber heute geht es um reines Feuer. Wenn ihr noch Punkte braucht, zieht diese aus Geist heraus. Meine Startklasse war der Prophet. Waffen. Flammende Großsterne ist unsere Nahkampfwaffe der Wahl. Es ist eigentlich egal welchen, aber wir nehmen einen Kriegshammer mit. Ich habe die Großsterne gewählt, weil sie eine hohe Reichweite haben und zusätzlich Blutung verursachen. Kriegshämmer, zweihändig geführt, verursachen guten Haltungsschaden, um die meisten Gegner aus der Haltung zu bringen und das mit jedem Schlag. Da ihr schneller seid als gigantische Waffen, könnt ihr fast sorglos mit allem traden. Ausnahme Hellebarden und große Krummschwerter. Die Affinität der Waffe setzen wir auf flammend, damit die Waffe mit Stärke und Glaube skaliert. Kriegshämmer bieten eine starke Mischung aus Haltungsschaden und Geschwindigkeit. Wir werden für Invasionen 2 Kriegshämmer benötigen. Ich nehme dafür zweimal flammende Großsterne, aber es kann auch jeder andere beliebige Kriegshammer dazugetan werden. Jetzt mögt ihr sagen, ja, aber ich will mehr Haltungsschaden und deswegen die Waffe lieber zweihändig führen. Aber überlegt mal dies. In Invasionen ist man sehr oft alleine gegen 3. Erfolg dabei zu haben bedeutet meistens so viel Schaden wie man kann rauszubursten und dabei aber auch ein paar Treffer einstecken zu können. Dementsprechend nehmen wir 2 Kriegshämmer. Die machen dann wegen der jeweils einhändigen Führung weniger Haltungsschaden, aber pro Doppelschwung einfach mehr Schaden in kürzerer Zeit. Als Kriegsasche auf dem Kriegshammer gibt es für mich nur eine Wahl. Der flammende Schlag. Mit Eingabe des Waffentalents setzt ihr einen Flammenschweif frei, der hohen Haltungsschaden verursacht. Wenn wir mit einer starken Attacke nachsetzen, hüllen wir damit den Streitkolben in Flammen. Mein absoluter Favorit dieses Builds. Gerade in Invasionen, wenn mehrere Leute euch an den Fersen kleben, ist dieses Waffentalent unfassbar gut. Die Reichweite mag etwas zu wünschen übrig lassen, aber wenn wir sowohl den Flammenschweif als auch den Hieb danach treffen, sind uns 900 bis 1600 Schaden je nach Resistenz des Ziels gewiss. Und das in einem relativ großen Bereich um uns herum. Aufgrund der hohen Fokuskosten der Anrufung, die wir in dieses Bild einbauen, sind die geringen Fokuskosten dieses Talents sehr willkommen in unserem Bild. Siegel der Riesen. Dieses Siegel gibt uns satte 20% extra Schaden auf die Feueranrufung der Riesen und die meisten der Feuermönche. Das sind so ziemlich alle Schadensanrufungen, die wir nutzen. Dazu skaliert es mit Stärke und Glaube und gibt uns zusammen mit den 20% extra Schaden den besten Schaden für unsere Anrufung, den wir kriegen können. Roter Riesenhardzopf. Wenn ihr ihn zweimal haben könnt, nehmt ihn zweimal. Wenn nicht, tut es einer auch. Mit einem roten Riesenhardzopf sind wir verdammt schnell unterwegs. Mit 2 machen wir mehr Schaden, müssen aber auch etwas besser timen. In jedem Fall sind Peitschen für Duelle sehr, sehr stark. Roter Riesenhardzopf ist eine der besten Peitschen und skaliert mit Stärke und Glaube und verursacht Feuerschaden. Für Duelle nehmen wir sie immer mit. Für Invasionen, wenn die Gegner sich gegenseitig decken und heilen, machen die Peitschen zu wenig Schaden und wir nehmen lieber einen zweiten Kriegshammer mit. Anrufungen. Unser Feuerbild hat zwar viele Anrufungen, nutzt diese aber nicht wie ein Magier seine Zauber. Wir sind starke Kämpfer, die monströse Feuerbälle werfen können und den ganzen Bereich in Flammen aufgehen lassen. Diese mächtigen Fähigkeiten haben aber alle gemein, dass sie sehr lange Wirkzeiten haben und deswegen müssen wir in jeder Sekunde neu entscheiden, welche Fähigkeit wir einsetzen. Das bedeutet, ihr werdet erstmal mit den Fähigkeiten warm werden müssen. Mehr zumindest als in jedem anderen Bild, den ich bisher gebaut habe. Wenn ihr die Anrufung beherrscht, werdet ihr allerdings einen absoluten Mörderbild haben. Riesenfeuer, verbrenne sie. Diese Anrufung ist schwer zu treffen. Wenn ihr allerdings trefft, schlägt sie ein wie eine Handgranate. Das Beste an ihr ist ihre enorme Reichweite. Der große Feuerball glänzt in Duellen nicht so sehr, dafür in Invasionen umso mehr. Versucht ihn frei zu zielen, um Gegner in der Rolle zu fangen, oder nutzt seine große Reichweite für Scharfschüsse bei Invasionen. Flamme des grausamen Gottes ist eine meiner Lieblingsanrufungen, auch wenn ich sie selten nutze. Wenn ich mich mit einem Gegner verbissen habe und der Kampf mal wieder länger dauert, ist diese Anrufung immer noch mal eine kleine Überraschung für den Gegner. Die Feuerkugel schwebt langsam auf den Gegner zu und ihr könnt mit ihr zusammen mitrennen und den Gegner unter Druck setzen. Trifft die Explosion der Kugel den Gegner, wird der enormen Schaden erleiden. Die Flamme des grausamen Gottes ist wie gesagt nur selten nützlich, aber wenn, dann richtig. Brenne, o Flamme, erzeugt nach einer sehr langen Wirkzeit und einer weiteren Verzögerung Feuersäulen um euch herum, die wirklich guten Schaden anrichten und den Gegner in die Luft schleudern. Mit Glück treffen sogar mehrere Säulen und richten dann enorm bis tödlichen Schaden an. Diese Anrufung hat die gleiche
ähnliche Animation wie Todsünde des Feuers, was ihr sehr zu eurem Vorteil ausnutzen könnt. Todsünde des Feuers steckt euch in Brand, aber lässt vorher eine plötzliche Flammenexplosion um euch entstehen, die guten Schaden anrichtet. Die Animation ist genauso lang wie bei Brenne o Flamme und sieht genau gleich aus, aber dafür kommt direkt nach der Animation von Todsünde des Feuers eine mächtige Explosion mit ungewöhnlich hoher Reichweite raus. Wenn ihr zuvor im Kampf schon ein-, zweimal Brenne o Flamme genutzt habt, wird der Gegner auf euch zustürmen und die lange Animation und die darauffolgende Verzögerung von Brenne o Flamme auszunutzen und euch umzuhauen. Aber diesmal wird direkt nach der Animation eine Explosion ausgelöst und durch diesen Trick könnt ihr Gegner ausspielen. Nach der Explosion werdet ihr weiterbrennen und euch selbst und allen in eurer Nähe kleinen Feuerschaden zufügen. Also nutzt diese Fähigkeit nicht mit zu wenig Leben. Buffs. Flamme heile mich, heilt euch von Gift und Scharlachfäule. Scharlachfäule wird viel genutzt und deswegen habe ich diese Anrufung im Moment fest im Bild, vor allem bei Invasionen. Flamme gibt mir Kraft, gibt euch plus 15% Feuer und physischen Schaden. Dies komplementiert natürlich unseren Stärke-Glaubenscharakter enorm. Das bedeutet auch, dass alle unsere Nahkampfwaffen plus 15% auf ihren Feuerschaden und nochmal plus 15% auf ihren physischen Schaden bekommen. Das addiert sich dann auf und wir hauen für die 30 Sekunden Dauer dieses Buffs enorm rein. Goldener Schwur kann zusammen mit Flamme, gibt mir Kraft genutzt werden und gibt euch plus 7,5% Schaden und plus 5% Verteidigung. Dies nutzen wir nur, wenn der Gegner sich auch total hoch bufft. In diesem Fall wollen wir auch so viele Buffs wie möglich, weil es keinen Spaß macht, gegen sowas zu spielen ohne Buffs. Besser haben als brauchen. Goldene Barriere gibt euch unschlagbare 60% Zauberschadensreduzierung, aber funktioniert nicht zusammen mit Flamme gibt mir Kraft. Also entscheidet weise, welches von beiden ihr nutzt. Vor allem in Invasion ist die Goldene Barriere sehr gut, weil es gibt eigentlich immer irgendwo ein Moonveil, also Mondschleier-Katana bei Invasionen und dies ist die perfekte Antwort. Talismane. Der Perldrachen-Talisman plus 2 gibt euch gute, nicht physische Resistenzen, also Magie, Feuer und Heilig. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier den feurigen Skorpion-Talisman einsetzen, wenn ihr lieber mehr auf Schaden spielt. Drachen-Großschild-Talisman gibt euch physische Resistenzen, da wir auch in den Nahkampf wollen, ist dieser Talisman sehr gut. Ziegenbock-Talisman gibt uns Gleichgewicht und lässt uns über 67 Gleichgewicht steigen. Damit könnt ihr gegen kleinere Waffen beim Traden meistens gewinnen, da eure schwere Waffe den Gegner einfach wegmachen, wenn er unvorsichtig ist. Arsenal des großen Gefäßes, um die schwere Rüstung tragen zu können, die wir fürs Gleichgewicht brauchen und trotzdem die mittlere Rolle zu bekommen. Für Invasion legen wir die Peitschen ab und wechseln den ersten Talisman-Slot auf Gunst des Erdenbaums plus 2, damit wir noch mehr Ausrüstungsgewicht haben und noch einen zweiten Kriegshammer in unser Arsenal aufnehmen können. Es ist aber wie gesagt egal, welchen Kriegshammer ihr nehmt, solange die Kriegsasche flammender Schlag auf dem Hammer der rechten Hand ist und die beiden Kriegshammer die Affinität flammend haben, damit sie mit Glaube und Stärke skalieren. Achtung! Feuer und flammend sind unterschiedliche Affinitäten und Feueraffinität skaliert nicht mit Glaube. Für dieses Bild brauchen wir unbedingt flammende Affinität. Rüstung. Völlig egal, Hauptsache ihr erreicht 67 Gleichgewicht. Mit meiner Auswahl seht ihr nach einem Feuerkämpfer aus und habt 68 Gleichgewicht. Fühlt euch aber auch frei, was anderes zu nehmen, was euch gefällt. Meine Auswahl: Feuermönch Kapuze, Feuermönch Rüstung, Armschutz des Eldenfürsten, Ziegenbock Beinschutz. Für die feurigen Augen müsst ihr einfach nur ganz unten in der Kanalisation der Hauptstadt die 3 Finger treffen. Arznei. Gesprungene Feuerschleierträne gibt uns für 3 Minuten 15% mehr Feuerschaden auf alles, was wir mit Feuerschaden anrichten. Keine Frage, nehmen wir das mit. Opale verhärtete Träne gibt uns ebenfalls für 3 Minuten Boni auf alle nicht physischen Resistenzen. Absolut Hammer für jedes Bild und in Verbindung mit dem Perldrachen-Talisman halbieren wir den reinkommen nicht physischen Schaden fast. Spielweise. Dieses Bild ist anders. Ihr habt extrem gute Flächenschadenfähigkeiten und extrem gute Waffentalente. Ihr seid ein starker Nahkämpfer. Allerdings ist es erst die richtige Spielweise, die es zu einem absoluten Mörderbild macht. Unsere Fähigkeiten brauchen lange, um sich aufzuladen und sind relativ leicht auszuweichen. Nur die richtige Mischung aus Nah- und Fernkampf und oft Durchwechseln eurer Fähigkeiten wird uns zum Erfolg führen. Einfaches Spammen einer Fähigkeit oder einer Attacke ist aufgrund der guten Lesbarkeit unserer Attacken und Anrufungen selten erfolgreich. Wir müssen die Attacken erstmal ein wenig kennenlernen und ausprobieren, erkennen, in welcher Situation sich welche Aktion lohnt. Dafür hauen unsere Treffer ordentlich rein und mit ein bisschen Gleichgewicht ist es uns egal, wenn wir während unserer langen Wirkzeiten von kleineren Waffen getroffen werden. Außerdem haben wir als Glaubensspieler Zugriff auf die mächtigsten Buffs im Spiel und sollten diese natürlich nutzen. Ist aber keine Pflicht. Das Bild funktioniert auch ohne seine zahlreichen Buffs hervorragend. Alles in allem ist dieser Bild wahrscheinlich der beste für Invasion, den ich je gebaut habe, aber auch in Duellen aufgrund der Peitsche unglaublich stark. Ihr könnt mit 50 Stärke, 50 Glaube auch einfach einen der beiden Streitkolben mit goldenes Land belegen, um diese mächtige Kriegsasche mit vollem Schaden auch in diesem Bild nutzen zu können. Oder Malikes Schwarzklinge zum Beispiel. Es war mein Ziel, ein reines Feuerbild zu bauen, aber mit dem Grundbild könnt ihr alles, was mit Stärke und Glaube skaliert, nutzen und alle möglichen Buffs einbauen. So, da sind wir wieder am Ende des Bilds angelangt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ja, haut einen Daumen nach oben raus. Ein Abo bei mir kostet nichts, zeigt euch aber die neuesten Builds, wenn sie hochgeladen sind. Mit der aktivierten Glocke bekommt ihr sie sogar als erstes ausgespielt. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Anschauen bis zum Ende. Bis bald, euer Ondo.